Alle reden über Bitcoin bei 1 Million Euro. Aber hat irgendjemand einen echten Plan dafür? Die Wahrheit ist, die meisten werden dieses Ziel nie erreichen, weil sie immer wieder denselben entscheidenden Fehler machen. Sie jagen dem schnellen Geld hinterher, kaufen, wenn die Gier am größten ist, und verkaufen in Panik, sobald die Märkte auch nur ein bisschen nachgeben. In diesem Video zeige ich dir nicht, wie du über Nacht reich wirst. Ich zeige dir die Strategie, wie du von Top-Investoren genutzt wird, um systematisch und ohne Stress ein Vermögen aufzubauen und wie du sie noch heute für dich umsetzen kannst. Das hier ist kein Traum, das ist ein Plan. Der Plan zum langsamen, aber sicheren Reichtum. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang, das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Okay, jetzt geht's los. Wir alle kennen diese Geschichten. Ein Freund, ein Kollege oder irgendein anonymer User in einem Forum erzählt, wie er mit einem einzigen Trade Tausende von Euros gemacht hat. Die Schlagzeilen schreien von neuen Allzeithochs und die Angst, etwas zu verpassen, die berüchtigte FOMO, schlägt zu. Und was passiert dann? Du wirfst dein hart verdientes Geld in den Markt, oft genau am Höhepunkt der Euphorie. Du checkst den Kurs täglich, stündlich, fast minütlich. Jeder kleine Anstieg ist ein Adrenalinkick, jeder Rücksetzer ein Stich ins Herz. Aber die Realität des Marktes ist brutal. Bitcoin ist berüchtigt für seine Volatilität. Rücksetzer von 30, 40 oder sogar über 50% sind keine Ausnahme, sondern ein fester Bestandteil seiner Geschichte. Für den unvorbereiteten Anleger, der auf den schnellen Gewinn gehofft hat, ist das der Moment, in dem die Panik übernimmt. Die emotionalen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sind fast immer die falschen. Du verkaufst mit Verlust, nur um dann ein paar Monate oder Jahre später fassungslos zuzusehen, wie der Kurs neue, ungeahnte Höhen erreicht. Dieser Kreislauf aus Gier und Angst ist der Hauptgrund, warum die meisten Menschen am Kryptomarkt Geld verlieren. Und das, obwohl sie in ein Asset investiert haben, das über die letzte Dekade jede andere Anlageklasse in den Schatten gestellt hat. Sie versuchen, den Markt zu timen, das perfekte Tief zu kaufen und das perfekte Hoch zu finden. Aber die Wahrheit ist, das ist ein Spiel, das selbst professionelle Trader nur selten gewinnen. Für uns Normalsterbliche ist es ein garantierter Weg, Kapital zu verbrennen und frustriert aufzugeben. Der Traum von der finanziellen Freiheit platzt und weicht der bitteren Erkenntnis, wieder einmal auf einen Hype hereingefallen zu sein. Aber es gibt einen anderen Weg. Einen Weg, der weniger aufregend ist, dafür aber ungleich erfolgreicher. Und der Schlüssel zum Erfolg liegt hier im radikalen Umdenken. Wir müssen uns von der Idee des schnellen Geldes verabschieden und stattdessen die Philosophie des langsamen, systematischen Vermögensaufbaus annehmen. Die Strategie, die das perfekt umsetzt, ist einfach, seit Jahrzehnten bewährt und fordert vor allem eines: Disziplin statt Emotion. Die Rede ist vom Dollar Cost Averaging, kurz DCA, oder auch auf Deutsch dem Durchschnittskosteneffekt oder Sparplan. Was heißt das nun genau? Anstatt zu versuchen, den perfekten Moment zu erwischen und eine große Summe auf einmal zu investieren, legst du einen festen Betrag fest, sagen wir 50 Euro, und investierst diesen in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel jede Woche oder jeden Monat. Völlig egal, wo der Kurs gerade steht. Stell es dir vor wie das Tanken deines Autos. Du fährst ja auch nicht zur Tankstelle und versuchst den absolut billigsten Benzinpreis des ganzen Jahres zu erraten. Du tankst, wenn der Tank leer ist, Woche für Woche. Mal zahlst du etwas mehr, mal zahlst du etwas weniger. Übers Jahr gesehen ergibt sich aber ein fairer Durchschnittspreis. Genau dieses Prinzip macht sich DCA zunutze. Wenn der Bitcoin-Kurs hoch steht, kaufst du für deine 50 Euro automatisch weniger Anteile. Fällt der Kurs aber stark, bekommst du für dieselben 50 Euro plötzlich viel mehr Anteile.
Und das bedeutet, genau in den Phasen der Panik, in denen alle anderen verkaufen, sammelst du günstig Bitcoin an. Über Monate und Jahre glättet sich so der Einstiegspreis. Und du profitierst überproportional von der nächsten Erholung, weil du in den Tiefs fleißig warst. Diese Methode nimmt deine Emotionen komplett aus dem Spiel. Du musst nicht mehr täglich auf die Kurse gucken. Du musst dir keine Sorgen machen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Du richtest einmal einen Sparplan ein und lässt ihn einfach laufen. Set it and forget it. Diese fast schon langweilige, aber unglaublich mächtige Strategie nimmt den Stress aus dem Investieren und verwandelt die Volatilität des Marktes von einem deiner größten Feinde in deinen besten Freund. Es ist der disziplinierte Weg, den Marathon des Vermögensaufbaus zu gewinnen, während sich alle anderen beim Sprint verausgaben. Okay, wir haben also einen Plan. Aber wie realistisch ist das Ziel von 1 Million Euro überhaupt? Ist das nur eine reißerische Zahl? Oder gibt es handfeste Gründe, die so ein Wachstum untermauern könnten? Schauen wir uns doch mal die Fakten an. Der erste und wichtigste Faktor ist die absolute Knappheit. Im Code von Bitcoin ist festgeschrieben, dass es niemals mehr als 21 Millionen Einheiten geben wird. Davon sind heute schon über 20 Millionen im Umlauf. Und erst im Jahr 2140 wird der letzte Bitcoin geschürft sein. Diese digitale Endlichkeit ist der Kern seines Wertversprechens, macht ihn zu einer Art digitalem Gold. Der zweite Treiber ist das Halving. Etwa alle 4 Jahre halbiert sich die Belohnung für die Miner, also die Rate, in der neue Bitcoins entstehen. Das letzte Halving fand im April 2024 statt und reduzierte die Belohnung pro Block auf nur noch 3,125 Bitcoin. Historisch gesehen folgten auf diese Angebotsschocks oft massive Preissteigerungen in den folgenden 12 bis 18 Monaten. Dieser eingebaute Mechanismus sorgt dafür, dass Bitcoin immer knapper wird. Der dritte und vielleicht auch größte Katalysator ist die wachsende institutionelle Akzeptanz. Seit der Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA am 10. Januar 2024 haben die größten Vermögensverwalter der Welt wie BlackRock oder Fidelity eine Brücke für riesige Kapitalmengen in den Bitcoin-Markt geschlagen. Das war ein Wendepunkt, der Bitcoin endgültig als ernstzunehmende Anlageklasse legitimiert hat. Diese fundamentalen Treiber spiegeln sich auch in den Prognosen wider. Cathie Wood von ARK Invest, eine der bekanntesten Tech-Investoren, sieht den Bitcoin-Preis in ihrem Bullen-Szenario bis 2030 bei 1,5 Millionen US-Dollar. In einem noch optimistischeren Modell hält sie sogar bis zu 2,4 Millionen Dollar für möglich, was vor allem durch institutionelle Investitionen angetrieben würde. Andere Modelle sehen einen Preis bis 2040 im Bereich bis um die 1 Million US-Dollar. Natürlich sind das alles Prognosen und keine Garantien, aber sie basieren auf der Kombination aus unumstößlicher Knappheit, programmierter Angebotsreduktion und einer explodierenden Nachfrage aus dem professionellen Finanzsektor. Selbst wenn diese ambitionierten Ziele nur zur Hälfte erreicht werden, kann ein kleiner regelmäßiger Sparplan über die nächsten Jahre ein lebensveränderndes Vermögen aufbauen. Die Vision ist kein reiner Traum. Sie ist in den fundamentalen Daten von Bitcoin verankert. Theorie ist gut, aber die Umsetzung ist das, was zählt. Wie startest du also einen eigenen Plan zum langsamen Reichtum? Im Grunde sind es nur 3 einfache Schritte. Schritt 1: Wähle eine seriöse Plattform. Also das Wichtigste zuerst: Sicherheit. Nutze eine etablierte Kryptobörse oder einen Broker, der für seine Zuverlässigkeit bekannt ist. Am besten mit Sitz und Regulierung in Europa. Plattformen wie Bitwavo, Bison oder Relay sind im deutschsprachigen Raum sehr beliebt, weil sie einfach zu bedienen sind und die Einrichtung von Sparplänen mit wenigen Klicks ermöglichen. Achte dabei immer auf niedrige und transparente Gebühren. Ein halbes % Unterschied bei den Gebühren kann über die Jahre Tausende von Euros ausmachen.
Mach deine eigene Recherche und wähle die Plattform, die dich für dich am besten anfühlt. Schritt Nummer 2. Richte einen Sparplan ein. Und das ist das Herzstück dieser Strategie. Anstatt manuell zu kaufen, automatisierst du einfach den Prozess. Logge dich in die Plattform ein und suche nach der Funktion Sparplan oder wiederkehrender Kauf. Hier legst du dann 3 Dinge fest. Erstens den Betrag. Beginne also mit der Summe, die dir bequem leisten kannst, ohne dich einschränken zu müssen. Ob das jetzt 25, 50 oder 100 Euro sind, ist am Anfang egal. Wichtiger als die Höhe ist die Regelmäßigkeit. Du kannst den Betrag später jederzeit noch anpassen. Zweitens das Intervall. Wöchentlich oder monatlich oder sogar täglich. Ein wöchentlicher Sparplan gleicht die Schwankungen noch besser aus. Aber der monatliche Plan funktioniert auch super und lässt dich gut mit deinem Gehaltseingang synchronisieren. Drittens die Zahlungsmethode. Man verknüpft sein Bankkonto für eine Lastschrift oder man macht einen Dauerauftrag. So lässt sich der Prozess vollautomatisch und du musst nichts mehr machen. Und Schritt Nummer 3. Set it and forget it. Und sichere deine Coins. Nachdem der Sparplan eingerichtet ist, kommt nun der schwierigste Teil. Nichts tun. Widerstehe dem Drang, ständig auf den Kurs zu schauen. Vertraue auf den Prozess und auf deine Strategie. Lass den Sparplan einfach laufen. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Für die langfristige Sicherheit solltest du dich außerdem mit der Selbstverwahrung deiner Bitcoins beschäftigen. Sobald du eine nennenswerte Summe angespart hast, ist es klug, die Coins von der Börse auf eine eigene Hardware Wallet abzuziehen. Damit hast du die volle Kontrolle über dein Vermögen und bist unabhängig von Dritten. Denke mal daran, not your keys, not your coins. Und das war's schon. In diesen 3 Schritten hast du ein System geschaffen, das automatisch und emotionslos Vermögen für dich aufbaut. Du hast die Volatilität zu deinen Verbündeten gemacht und den Grundstein für einen langfristigen finanziellen Erfolg gelegt. Ein Plan ist aber nur so gut wie deine Fähigkeit, ihn auch in stürmischen Zeiten durchzuhalten. Und Stürme wird es geben. Bitcoin hat in seiner Geschichte mehrfach massive Korrekturen erlebt, die teilweise über 80% betrugen. Wenn du hier mental nicht vorbereitet bist, wirfst du deinen Plan über Bord und machst genau die Fehler, über die ich am Anfang gesprochen habe. Das richtige Mindset ist daher kein Bonus, sondern eine absolute Notwendigkeit. Hier ist der entscheidende Gedanke. Volatilität ist für uns keine Gefahr, sondern eine Chance. Wenn du einen Sparplan hast, ist ein Kurseinbruch von 50% kein Weltuntergang, sondern ein Ausverkauf. Du kaufst plötzlich doppelt so viele Anteile wie für das gleiche Geld. Jeder, der die DCA-Strategie während der letzten Bärenmärkte konsequent durchgezogen hat, sitzt heute auf erheblichen Gewinnen. Die Geschichte hat bisher gezeigt, jeder, der Bitcoin gekauft und mindestens für 4 Jahre lang gehalten hat, was ungefähr diesem Halving-Zyklus entspricht, konnte sich immer über Gewinne freuen. Dein Anlagehorizont ist dein wichtigstes Schutzschild. Denke nicht in Monaten, sondern in Jahren, am besten in Jahrzehnten. Wir reden hier nicht über eine Spekulation für das nächste Jahr, sondern über den Aufbau eines Vermögens für die nächste Dekade. Setze dir einen Horizont von mindestens 5, besser 10 Jahren oder mehr. Mit dieser langfristigen Perspektive verlieren die wilden, kurzfristigen Kursschwankungen ihren Schrecken. Und ganz wichtig, investiere nur Geld, dessen Verlust du im schlimmsten Fall auch verkraften kannst. Lege niemals deine gesamten Ersparnisse in Bitcoin an und niemals einen Kredit dafür auf. Bitcoin sollte ein Teil einer breiteren Anlagestrategie sein. Fang klein an, lerne die Technologie kennen und erhöhe deine Sparrate nur, wenn du dich damit auch wohlfühlst. Zusammengefasst, verstehe die Volatilität als Chance. Denke in Dekaden statt in Tagen. Investiere nur Geld, was du auch dann verspielen könntest, und halte an dem Plan fest, egal was passiert. Dieses Mindset ist das Fundament, auf dem dein langsamer Reichtum aufgebaut wird. Der Weg zur Bitcoin-Million ist also kein Sprint, sondern ein Marathon. Er wird nicht durch waghalsige Wetten und Market-Timing gewonnen, sondern durch Disziplin, Geduld und eine erprobte Strategie. Der Durchschnittskosteneffekt verwandelt die gefürchtete Volatilität in einen der stärksten Verbündeten
und erlaubt dir, systematisch und stressfrei ein Vermögen aufzubauen. Die fundamentalen Treiber sind da. Absolute Knappheit, sinkende Inflation durch die Halvings und eine wachsende institutionelle Nachfrage. Die Vision von 1 Million Bitcoin ist ambitioniert, aber sie ist eben keine reine Fantasie. Und wenn du bereit bist, den Weg des langsamen, aber stetigen Reichtums zu gehen, dann hast du heute den perfekten Plan dafür bekommen. Hat dir dieses Video geholfen, eine klarere Perspektive zu gewinnen? Dann gib mir gerne ein Like und abonniert diesen Kanal für weitere tiefgehende Analysen und Strategien. Und jetzt an dich. Was ist deine Strategie? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Lord Zeus, hear me on my authority.